Ja, okay Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier in Aarhus in Dänemark. Ich mache hier gerade Urlaub mit meiner Frau und bin gar nicht so sehr aufs Videoproduzieren eingestellt. Habe mich auf den Ort nicht vorbereiten können. Und kurz vor der Abfahrt habe ich den Mats Peter Iversen angeschrieben per E-Mail. Toller Fotograf hier aus Dänemark. Die meisten von euch werden ihn ja auch wahrscheinlich kennen. Habe eigentlich auch gar nicht mit einer Antwort gerechnet, aber der liebe Kerl hat mir echt sehr ausführlich geantwortet und mir ein paar Vorschläge geschickt, wo man hier gut fotografieren kann, oder ein paar Motivvorschläge. Eins davon seht ihr hier, diese Brücke, dieser Kreis, der hier rumgeht. Dazu hat der Mats Peter Iversen schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich mal unten, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ja, das war ein guter Vorschlag. Ich habe schon ein paar Bilder gemacht, war aber nicht ganz so einfach, weil es ist jetzt schon 23 Uhr und zum Glück dauert die blaue Stunde hier in Dänemark zu dieser Jahreszeit unglaublich lange. Viel länger, als wir es gewohnt sind in Deutschland. Und das hat mir ein bisschen geholfen, weil es waren, also bis vor 20 Minuten noch, waren so viele Leute hier auf der Brücke, dass man hier nicht fotografieren konnte. Weil wenn die Leute hier auf der Brücke gehen, dann vibriert alles und man kann keine Langzeitbelichtung durchführen. Ja, aber die Dänen sind anscheinend alle nachtaktiv und ich musste warten. Aber jetzt habe ich ein paar Aufnahmen machen können und das Licht ist einfach fantastisch. Also die blaue Stunde, wie gesagt, dauert hier so lange an. Man hat so lange so tolles Licht. Das ist einfach super, super geil hier. Also das macht richtig Spaß. Man kann sich auch Zeit lassen beim Fotografieren, nicht über uns. Man hat dann so 20 Minuten und muss sehen, dass man alles in den Kasten bekommt. Und es ist jetzt 23 Uhr und schaut euch dieses Licht an. Und die Farben, die dadurch entstehen. Oh, super geil. Also ich bin super glücklich, dass ich das gemacht habe. Und nochmal vielen Dank an Mats, dass er mir diesen Vorschlag geschickt hat. Und die Schwierigkeit war eigentlich für mich jetzt eher, nicht das gleiche Motiv zu wählen, was Mats genommen hat. Er hat an einer ähnlichen Stelle gestanden wie ich jetzt hier und hat dann diesen Bogen reingenommen. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen probiert, die zeige ich jetzt dann natürlich auch gleich. Ich bin einmal rübergegangen, um dann den Hafen mit reinzunehmen als Hintergrundbeleuchtung. Wobei dann ist man natürlich sofort weg von dem Minimalistischen, weil dann hat man natürlich sofort Chaos und Licht im Hintergrund. Aber es hat auch was. Mit diesem Licht und dann der beleuchtete Hafen gefällt mir gut. Ja, und ich habe noch mal was ganz Symmetrisches gemacht. Ich habe hier die Steine mit reingenommen. Dann sieht man die Brücke leider nicht von oben. Die schönen Holzstege, die gehen dann so ein bisschen verloren. Bin mal gespannt, wie das so geworden ist. Ja, aber wenn man das Holz reinnimmt, jetzt in der Abendstimmung, man hatte dann noch das schöne rote Licht, so das Restlicht von Rot mit auf dem Holz und dann dieses türkisblaue Wasser. Oh, toll. Ich freue mich schon auf die Auswertung. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr den Mats Peter Iversen noch nicht kennt, checkt den mal. Der hat einen tollen Kanal, der hat super Materialien zur Bildkomposition. Da habe ich mir auch viel abgeguckt, der hat tolle E-Books dazu, also kann ich nur empfehlen. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern. Ja, während ich darauf gewartet habe, dass dieser Steg hier endlich frei wird, habe ich dann vom Strand aus noch das Bild gemacht mit den beiden jungen Damen auf dem Steg. Das gefiel mir ganz gut. Die bewegen sich noch so ganz leicht, dadurch sieht das so ein bisschen geisterhaft aus und die Frauen gucken noch Richtung Hafen. War noch eine ganz schöne Stimmung. Ja, bei dieser Aufnahme stand dann mein Stativ jetzt auf dem Steg. Und hier kann man jetzt die Schwierigkeit erkennen, die ich dann wirklich hatte. Ich habe hier 2 Minuten belichtet und im Vordergrund sieht das auch noch relativ scharf aus, aber im hinteren Bereich ist der Steg dann so ein bisschen gedoppelt am Rand und auch hinten der Hafen ist unscharf. Und dann kann man erkennen, der Steg insgesamt wird durch die Wellen bewegt leicht. Das fällt im Vordergrund nicht auf, weil das Stativ sich dann natürlich mit dem Steg bewegt. Aber so je weiter wir dann wegkommen von der Kamera, desto mehr ist dann die Bewegung zu erkennen. Und das konnte ich halt vor Ort, weil es schon ziemlich dunkel war und dann die Bewegung oder die Unschärfe relativ klein ist, da nicht erkennen.
und habe das dann halt erst gesehen hier bei der Bearbeitung. Ja, ich wollte gerne noch eine sehr minimalistische Aufnahme machen und dann zeigte sich, dass die Perspektive, die Mats gewählt hat, dafür tatsächlich die beste ist. Also dieser Steg befindet sich halt in der Bucht von Aarhus und das Problem, was man bekommt, ist bei klarer Sicht, und die hatte ich an diesem Abend, dass man hier hinten und hier immer Land zu sehen bekommt, beziehungsweise hier auch noch einen Steg. Und das stört eine minimalistische Aufnahme dann doch sehr. Und ich habe mich dann entschlossen, die Aufnahme genau so zu machen. Und ihr seht jetzt hier die Rohaufnahme, ISO 160, 2 Minuten Belichtungszeit mit f16 und Brennweite 26 mm. Und habe dann in der Nachbearbeitung diese Elemente rausgenommen. Ich habe einfach hier diesen Bereich dann halt rüber gestempelt und noch so ein bisschen nachbearbeitet. Das ist jetzt vorher und ich zeige euch dann mal das bearbeitete Bild. Das sieht dann so aus.